Sportsfreunde, wir sprechen heute über kein Supplement, sondern über ein Nahrungsmittel, was bei euch nach wie vor mega im Trend liegt. Natürlich unschwer zu erkennen, es geht um den ESN Designer Rice Pudding hier im 3 Kilo Standbeutel. Wen das Ganze an etwas anderes erinnert, der sollte sich diese Frage noch einen kleinen Moment aufsparen. So, bevor wir auf die inneren Werte schauen, erstmal nochmal grundsätzlich, also Reis ist nicht nur ein Grundnahrungsmittel auf der Welt, sondern für Sportler einfach eine wunderbare Möglichkeit, sich gesund und natürlich zu ernähren. Also Reis macht hart, an dem Spruch ist auch tatsächlich was dran, als Energielieferant, als komplexer Kohlenhydratenlieferant und eben auch sehr wohlschmeckend und vielfältig einsetzbar, ist Reis einfach grundsätzlich eine absolut geniale Sache. Kommen wir erstmal zu den Zutaten. 100% Instant Reisgrieß ist hier die Grundzutat, also keine weiteren Zutaten. Hier ist tatsächlich nur eine Sache enthalten und das ist im Rohstoff der Reis. Deswegen hier eben auch die Reisnährwerte, viele komplexe Kohlenhydrate, zuckerfrei, fettarm, wenig Eiweiß, was allerdings auch kein Problem sein sollte, denn eiweißmäßig lässt sich das Ganze hier wunderbar aufrüsten. Eine Frage wird kommen, da bin ich mir ziemlich sicher, und zwar ist das nicht so ähnlich wie der Vayu Rice Pudding, den es eben nicht mehr gibt. Ganz klar, das ist nicht nur so ähnlich, sondern das ist aus meiner Sicht 1:1 dasselbe Produkt, denn die Firma Vayu wurde von dem hinter ESN stehenden Unternehmen aufgekauft. Da wurden sich quasi die Assets rausgeholt, also die Kirschen rausgepickt, die gut laufenden Produkte unter der ESN-Marke weitergeführt, und so ist es eben auch mit dem Vayu Rice Pudding, der sich jetzt eben ESN Designer Rice Pudding nennt, aus meiner... So... Hier starten wir hier direkt. Als erstes, wer hat gesagt, dass Reis bitte gesund ist? Wer hat das bitte gesagt? Zeig mir bitte die verpesteten, verseuchten Böden von Reis, die belastet sind mit Arsen, dem Schwermetall, was toxische Wirkungen auf den Körper wirklich hat. Jetzt Spaß beiseite, das hat wirklich toxische Wirkungen, genau wie Blei, Quecksilber, Cadmium und so weiter und so fort. Also Schwermetalle, oder sagen wir einfach Umweltgifte, die uns belasten und die wir so schnell wie möglich aus unserem Leben entfernen müssen. Und Reis gehört auf jeden Fall dazu. Hier von gesund zu reden, ist in meinen Augen einfach nur nicht richtig. Meiner Sicht 1:1 dasselbe Produkt, aber da es Vayu nicht mehr gibt, ist das hier nicht nur die optimale Alternative, sondern die absolut gleichwertige. So, jetzt will ich euch natürlich die Zubereitung zeigen. Ich habe hier 100 Gramm Reispudding mit 300 Milliliter kochendem Wasser vermischt. Einfach umrühren, einmal gründlich umrühren. Die Löslichkeit ist absolut einfach, völlig unproblematisch. Die Zubereitung ist so einfach, du brauchst insgesamt nur 1 bis 2 Minuten. Kochendes Wasser übergießen, umrühren, verfeinern. Also mit einem Proteinpulver, mit einem Apfelmus und Zimt, so wie ich es gemacht habe, oder Flavorpulver. Das ist ganz dir überlassen. Auch frisches Obst passt wunderbar dazu. Also für mich ist die Zubereitung eine 1000-mal einfacher als Milchreis und das Ganze eben auch für Veganer geeignet. Eine wirklich gute Möglichkeit, um es eben auch vielfältig zu verwenden. Sehr gesund, vorm Training einfach eine optimale Mahlzeit, die leicht bekömmlich ist, leicht verdaulich ist, die dich nicht belastet, die dir Energie gibt, oder eben auch nach dem Training, um was Gesundes zu essen, was einfach wahnsinnig schnell geht. Wenn du keine Zeit hast, hast du insgesamt 5 Minuten Zeit für eine gute Mahlzeit, 1 bis 2 Minuten für die Zubereitung und weitere 3 Minuten, um das Ganze zu genießen. Wer sich jetzt sagt, das hört sich alles fast zu schön an, um wahr zu sein, welchen Haken hat die Sache, welchen Nachteil könnte es da geben? Ganz klar, der Hype ist aktuell so riesengroß, dass es vorkommen kann, dass hohe Bestände bei uns im Muskelmacher-Shop innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sind. Also wir kriegen wirklich große Warenlieferungen. Es kann allerdings innerhalb von wenigen Stunden vergriffen sein. Vorteil dadurch für euch, wir haben einfach immer frische Ware da, aber das verkauft sich einfach so schnell, dass das Ganze öfters mal ausverkauft ist. Dann setzt euch bei uns im Muskelmacher-Shop auf die Warteliste. Den Link packe ich euch direkt unter das Video, also da könnt ihr bestellen oder euch... So. Die Werbung, ja, ich habe jetzt nichts gegen den Muskelmacher-Shop oder gegen diese Person an sich. Es geht einfach um die Sachen, die heutzutage als gesund vermarktet werden. Dieser Standard, ich bin gesund, ich ernähre mich mit Reis und Hühnchen. Diese ganze Attitude gefällt mir gar nicht, denn das sind einfach nur Lügen, die hier verbreitet werden. Am Ende des Tages ist das auf jeden Fall kein qualitativ hochwertiges Produkt, sondern einfach nur Industriemüll in meinen Augen, denn das ist ein chemisch hergestelltes Produkt, was in der Fabrik irgendwo zusammengewürfelt wurde, belastete Böden im Reis. Der Reis
schießt euren Blutzuckerspiegel noch einmal richtig nach oben, was alles andere als gesund ist, während andere Leute jetzt sagen, während sogar der Mann hier sogar sagt, zuckerfrei, aber Reis fungiert geschält also es hat die gleichen Auswirkungen wie Zucker. Das heißt, man kann schon sagen, dass dort kein raffinierter Zucker drin ist. Jedoch wird die Resorption der Kohlenhydrate so schnell vorangetrieben beim geschälten Reis, dass es genauso wie ein raffinierter Zucker wirkt. Und hier die Folgen von Zucker, Insulinspitzen und so weiter muss ich jetzt hier nicht erläutern. Nur kurz erklärt, so ein Produkt ist nicht gesund und wird euch auch nicht langfristig gesehen gut tun für eure Gesundheit. Das ist meine Meinung und ich habe die Erfahrung gemacht und ganz ehrlich, lieber drücke ich meine, was weiß ich, 4 Kilo, sehr viel, hab viel Ausdauer, Gesundheit und push einfach voran, wisst ihr, anstatt meinen Körper aufzugeben und etwas zu sein, was ich nur über einen Zeitraum sein kann, denn die meisten Bodybuilder sterben eh mit 60 rum, sei es Ronnie Coleman oder andere große Bodybuilder. Das ist der Durchschnitt. Deswegen beende ich das Video hier und merkt euch das bitte. Bis dann!